Teure Betonzusatzmittel lassen sich auch ganz einfach durch günstige Haushaltsmittel ersetzen und wir zocken euch Kunden damit ab. Naja, das wird zumindest in einem Kommentar hier so behauptet. Die ganzen Zusatzmittelchen für Beton sind doch vollkommener Quatsch und viel zu teuer. Beton lässt sich auch mit Spülmittel flüssiger machen und zum Färben verwende ich günstige Wandfarbe. Alles nur Abzocke. Sollte man so einen Kommentar überhaupt ernst nehmen und sich darüber aufregen? Also ich sage, nö, kann ja jeder seine Meinung haben. Und ich muss sagen, ich finde den Kommentar sogar ein bisschen interessant vom Inhalt her, weil ich möchte jetzt echt wissen, ob wir wirklich solche miesen Abzocker sind, ob der Kommentar Schwachsinn ist oder ob vielleicht sogar unsere Lieferanten uns verarschen. Ja, das werden wir jetzt heute mal testen. Das Schöne an so YouTube-Kommentaren ist ja immer, dass man das Gegenüber nicht kennt, das einen Kommentar verfasst. Ich meine, ihr könnt mich durch das Video einigermaßen einschätzen, aber ich weiß ja überhaupt nicht, mit wem ich es zu tun habe. Kann zum Beispiel sein, dass es der studierte Bauingenieur ist, der von Beton wahrscheinlich viel mehr Ahnung hat als ich. Es kann aber auch sein, dass es der Berufsharzer ist, der irgendwo in seiner Plattenbausiedlung mit einer Flasche Bier auf dem Sofa sitzt und seinen Poster bauen will. Ja, letztendlich ist es ja auch egal, es kommt ja auf den Inhalt des Kommentars an. Und wenn ich den Kommentar jetzt richtig verstanden habe, dann will der Verfasser sagen, dass man anstatt Fließmittel auch Spülmittel verwenden kann und anstatt Farbpigmente für Beton auch Wandfarbe. Ja, damit hätten wir die Ausgangssituation geklärt und dann können wir es jetzt gleich mal testen. Das Testmaterial, was wir brauchen, habe ich mir hier schon mal beschafft. Zum einen mal Pril, Ilstefil, Spül mit Pril, kennt ihr ja. Müssten wir in dem Fall wahrscheinlich umdichten. Betonierst du viel, dann machst du mit Pril oder so ähnlich. Naja, okay, war nicht wirklich witzig, aber ja, das ist schon mal das Spülmittel. Und hier habe ich noch eine schwarze Farbe, das ist eine Wandfarbe aus dem Baumarkt. Und dann braucht man noch die Profi-Betonprodukte, das ist das Fließmittel EasyFlow Pro und unser schwarzes Farbpigment. Und die treten jetzt gegeneinander an. Also ich bin echt schon mal gespannt. Jetzt mischen wir uns erstmal den Beton an. Für den Test verwende ich hier den Betonestrich aus dem Baumarkt. Der hat normal einen Wasserzementwert von 0,4 und das bedeutet, da gibt es keine großen Ansprüche an das Fließmittel. Wir wollen jetzt nicht gleich übertreiben und hochfesten Beton herstellen, sondern es erstmal so probieren. Den Betonestrich habe ich mir dann mit der empfohlenen Wassermenge angemischt und wie du siehst, ist er am Anfang noch ziemlich kriselig und trocken und in keinster Weise fließfähig. Also nur mal vorab, bevor wir jetzt mit dem Test anfangen, mir ist schon klar, dass Spülmittel grundsätzlich eine verflüssigende Wirkung bei Beton hat, weil durch die Zugabe von Spülmittel die Oberflächenspannung vom Wasser heruntergesetzt wird und dadurch wird der Beton fließfähiger. Aber was ich bezweifle, dass es von der Leistung her mit einem Profi-Fließmittel mithalten kann. Und das, ja, werden wir jetzt genau testen. Von der Menge her habe ich die Dosierung im oberen empfohlenen Bereich angesetzt, sodass der Beton dann nachher schon fast selbstverdichtend sein wird. Und natürlich habe ich von beiden Mitteln, also vom Spülmittel und vom Fließmittel, die gleiche Menge abgewogen. Hier siehst du jetzt mal die Grundmischung, die ist noch eher trocken und kriselig und da geben wir jetzt das Spülmittel dazu und dann mischen wir alles gut durch. Und wie ihr sehen könnt, wird der Beton wirklich ein bisschen fließfähiger. Das merkt man auch daran, dass er sich einfacher mischen lässt. Und hier seht ihr jetzt das Ergebnis. Der Beton fühlt sich irgendwie locker und luftiger an, so als ob man Sahne aufgeschlagen hätte, aber von allein verdichten tut er sich nicht und wirklich fließfähig, ja, ist er auch nicht. Ich habe dann auch gleich mit der zweiten Probe weitergemacht. Hier seht ihr mal die Ausgangskonsistenz und da habe ich jetzt unser Hochleistungsfließmittel dazugegeben. Danach habe ich dann auch wieder alles gut durchgemischt und das Ergebnis sieht schon ein bisschen anders aus als beim Spülmittel. Hier haben wir jetzt auch nochmal die zwei Mischungen im direkten Vergleich. Das ist das Fließmittel hier. Hier sieht man, wie sich der Beton schon leicht verdichtet. Sieht man an den Bläschen an der Oberfläche. Und das ist hier das Spülmittel. Also da verdichtet sich nichts. Es ist lediglich ein bisschen fluffig. Dann gibt man auch gleich die Farbe dazu. Da werden wir auch wieder die maximale Dosiermenge nehmen. Und bei den Pigmenten ist es wichtig, dass man sie erstmal vor der Benutzung gut aufschüttelt, weil sich nämlich die Pigmente sonst am Boden absetzen, wenn es länger steht. Und dann hat man die volle Farbwirkung. Auch hier fangen wir wieder mit der vermeintlich günstigen Alternative an, mit der Wandfarbe und die messe ich mir jetzt ab. Wir verwenden hier wieder in beiden Fällen die gleiche Menge und dann wird die Farbe dem fertig angemischten Beton untergerührt. Ihr seht schon, die Farbwirkung ist jetzt hier nicht so berauschend, aber warten wir es erstmal ab. Und das gleiche habe ich dann nochmal mit unserem schwarzen flüssigen Betonfarbpigment gemacht und da sieht die Farbwirkung schon etwas anders aus. So, und jetzt hier haben wir die zwei Mischungen nochmal im direkten Vergleich. Hier das schwarze Betonfarbpigment und hier die schwarze Wandfarbe. Ich denke, da sieht man schon einen Unterschied. So, und dann müssen wir jetzt nur noch alles in die Formen geben und dann sehen wir weiter, wie das Ergebnis aussieht.
Bei der Verarbeitung von dem Beton mit dem Spülmittelzusatz hat man gleich gemerkt, ja, dass die Verarbeitung nicht wirklich optimal ist. Also die Verdichtung war fast null. Der Beton war so richtig fluffig, wie ich bereits erwähnt habe. Man hat das Gefühl gehabt, dass da jede Menge Luft enthalten ist und er hat sich überhaupt nicht gut verdichtet. Demnach hat das Spülmittel die Verarbeitung meiner Meinung nach eher erschwert als erleichtert. Und dann kommt jetzt noch die Nummer 2. So. Ja, und hier seht ihr jetzt noch das Profi-Fließmittel. Das sieht natürlich schon ganz anders aus. Der Beton breitet sich von selbst in der Schalungsform aus, verdichtet sich von selbst, so wie es sein soll, und dadurch ist die Verarbeitung natürlich deutlich vereinfacht. So, fertig betoniert. Für heute sind wir durch und morgen schauen wir uns die Ergebnisse an. Während der Beton aushärtet, habe ich mal ganz kurz was in eigener Sache, und zwar für diejenigen unter euch, die schon immer mal mit Epoxidharz arbeiten wollten, sich bisher aber nicht getraut haben, weil sie sich mit dem Material nicht auskennen. Ich habe kürzlich meinen ersten Videokurs gelauncht, da geht es um die Grundlagen der Epoxidharzverarbeitung. Da zeige ich dir von A bis Z alles, was es zu beachten gibt. Es gibt auch 2 Praxisbeispiele und danach bist du fit, dass du dein erstes Projekt selbst starten kannst. In der nächsten Woche gibt es auf den Kurs 20% und ja, hol dir den Kurs, schau ihn dir an und dann kannst du dein erstes Projekt starten. In diesem Sinne, Werbung Ende. So Freunde, es ist soweit, der Beton ist ausgehärtet, dann können wir uns jetzt die Ergebnisse anschauen. Dann schauen wir mal. Das sind die Profi-Zusatzmittel und das hier, das ist die angebliche Alternative. Und hier sieht man das Ergebnis jetzt nochmal im Detail. Das ist das Profi-Produkt, eine gleichmäßige, dunkel gefärbte Oberfläche. Und das hier die angebliche Alternative. Also die Oberfläche ist nicht so schön, hat viele Lufteinschlüsse. Liegt auch daran, dass sich der Beton nicht so gut verdichten lassen hat, weil er so fluffig war. Und von der Färbung, ja, könnt ihr selbst entscheiden. Da ist nicht viel zu sehen. Ich habe dann auch mal noch 2 Testproben angefertigt, dass man sieht, wie der Beton von innen aussieht und wie er sich verdichtet hat. Und man hat hier auch schon gleich beim Zerschlagen gemerkt, dass die dunkle Mischung deutlich fester ist. Was man auch gesehen hat in der Nahaufnahme ist, dass die dunkle Mischung deutlich besser verdichtet ist. Und bei der hellen Mischung, ja, das sind so ganz viele kleine Mikrobläschen, aber das sieht man jetzt hier auf dem Video nicht so genau. Also ich denke, zum Ergebnis braucht man jetzt nicht mehr viel zu sagen. Die Bilder sprechen für sich. Die vermeintlich günstige Alternative, das war nichts. Somit kann ich über den Vorwurf der Abzocke auch nur kurz lachen. Also das ist ja ein Quatsch. Für mich ist es irgendwie so, wie wenn man mit dem Trabi zum Rennen fährt, zum Autorennen und dann gegen einen Porsche antreten will. Also es kann man ja machen, aber es macht halt absolut keinen Sinn. Genauso ist es mit diesen Zusatzmitteln, mit den Alternativen, die sind halt einfach nicht zur Betonverarbeitung vorgesehen. Also nicht falsch verstehen, ich persönlich bin ja grundsätzlich auch ein Freund von kostengünstigen Alternativen, das wisst ihr ja, aber es sollte halt dann auch funktionieren, wenn man schon solche Kommentare schreibt. Und wenn man dann auch noch wie in diesem Fall Abzocke unterstellt, na, dann wird es halt irgendwann peinlich, aber wir haben es ja vorhin schon davon gehabt, man weiß ja nie wirklich, wer dann hinter so einem Kommentar steht. In diesem Sinne sind wir für heute wieder durch. Ich hoffe, es war ein bisschen unterhaltsam für euch. Beim nächsten Mal wird wieder was gebaut und in diesem Sinne ja, wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim selber machen. Bedanke mich fürs Zuschauen, macht's gut, ciao.